Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute wollen wir bei der A-Klasse einmal den Anlasser wechseln, wie man das natürlich im Titel wieder lesen konnte. Und die sich so ein bisschen mit A-Klasse auskennen, wissen, dass das kein dankbarer Job ist. Die einen senken den Motor ab, beziehungsweise bauen den Träger unten ab. Es gibt aber die Möglichkeit, den Anlasser zu wechseln, indem man die Ansaugbrücke ausbaut, Kühlwasserleitung rausholt und sich da so ein bisschen rumquält, um den Anlasser zu wechseln. Das wollen wir hier in dem Video probieren. Was ist das für eine A-Klasse? A 160, W 168er, Mercedes A-Klasse und 75 kW, Benzinmotor, Baujahr 2004. Und ja, natürlich, was benötigt man? Anlasser, Kühlwasser, Wanne, weil wir ans Kühlwasser gehen müssen. Wir müssen die Ansaugbrücke rausholen, eventuell die Dichtungen auch dazu holen. Und so sieht der Anlasser aus. Kauflink unten in der Videobeschreibung. Und ja, ich werde das jetzt zum ersten Mal auch über die Ansaugbrücke machen. Und ich bin gespannt, was auf uns zukommt. Deswegen, ich würde sagen, los geht's. Ja Leute, ganz kurze Einblendung. Und zwar, dieses Video wird gesponsert von XXL Automotive. Das ist ein Werkzeug-Online-Shop, hat auch zwei eigene Hausmarken. Vielleicht habt ihr die ein oder andere schon mal gesehen, Reptool und Stahlmax. Ja, wir arbeiten schon des Längerem zusammen. Und ja, von meiner Seite aus ist das Werkzeug wirklich zu empfehlen. Und ja, machen wir uns nichts vor. Wenn man ein vernünftiges Werkzeug hat, dann tauschen sich die Ersatzteile schon fast von alleine aus. Jeder kennt es, das geile Gefühl, wenn das Werkzeug passt, vernünftig ist und man seine Arbeit vernünftig machen kann. Und bis jetzt konnten mich die Marken immer überzeugen. Die Werkzeuge waren immer passgenau, Spezialwerkzeug besonders. Bei manchen ist halt das Problem, also jetzt nicht von der Marke, aber andere Hersteller haben manchmal das Problem bei Steuerkette, dass die Blockierwerkzeuge nicht sehr gut passen. Hier habe ich aber immer gute Erfahrungen gemacht. Das Gute ist auch, ihr müsst sie auch nicht kaufen. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze euch auszuleihen. Deswegen, unten ist das Ganze einmal verlinkt. Und mit dem Rabattcode VITYAWOLF kriegt ihr nochmal 5%. Das ist jetzt ein dauerhafter Rabattcode. Damals waren 10%, aber das war ein Neukundenrabatt. Jetzt könnt ihr mehrere Produkte oder öfters den Rabattcode anwenden. Deswegen, ja, unten ist das Ganze verlinkt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ansonsten weiter mit dem Video. Ganz wichtig, Batterie abklemmen. Die Batterie bei der A-Klasse befindet sich einmal hier unten. Und hier einmal Batterie abklemmen. So, damit da nichts passieren kann. Ja, und im Prinzip muss einmal hier alles raus, weil wir bis nach ganz unten müssen. Das Fahrzeug hat Klima, das erschwert das Ganze noch mehr, aber wir probieren es mal. Ja, hier oben werde ich jetzt recht wenig erzählen und wir werden das Ganze so ein bisschen im Speed-Modus mal machen. Und ja, dann sehen wir mal weiter. Mit einem 25er Torx. So, von hier von der Seite mit einem Kreuz.
Ansaugtemperatur, Sensor. Packen wir mal alles hier zur Seite. Dann können wir hier einmal den Ansaugschlauch abmachen. So. Das Ganze einfach einmal nach links drücken. Hier haben wir solche Führungen. Da. Dann einmal Stecker von der Drosselklappe einmal alles ab. So, dann einmal die Drosselklappe abschrauben, hier an der Seite mit 30er Torx. Hier sind 4 30er Torx Schrauben für die Drosselklappe. Aber das ist Drosselklappe und Steuergerät in einem. So sieht das Ganze dann einmal aus. 4 Stück. Dann haben wir einmal die Drosselklappe. Hier sitzt nämlich das Motorsteuergerät, alles mit dabei. Das ist eine komplette Einheit. Also zu zeigen ist das sehr, sehr schwierig. Aber mit einem 30er bzw. 35er Torx muss man quasi hier einmal die ganzen Schrauben von der Ansaugbrücke abschrauben. Hier ist alles einfach nur gesteckt. Und ja, die ganzen Spritleitungen quasi alles einmal. Ich baue das alles einmal aus und dann zeige ich euch, wo das alles festgeschraubt ist. Also es sind 35er Torx-Schrauben, aber mit einer kleinen Ratsche und 30er geht das auch, es sei denn, der ist zu viel Gewalt, dann lieber mit dem richtigen Aufsatz. Die ganzen Steckverbindungen, das muss auch alles einmal ab, genauso wie dieser Kollege hier. So 2 Schrauben abgeschraubt von dem Tankentlüftungsventil. Dann haben wir den hier einmal. Eigentlich kann man den abziehen, aber das ist wahrscheinlich schon so fest hier oxidiert. Ja, das sitzt da hier schon so fest. Und wir lassen das erstmal hier abmachen, die Leitung. Können wir das erstmal zur Seite machen.
Und die ist dann halt mit solchen 235er Torx-Schrauben festgeschraubt an der Ansaugbrücke. Haben wir die Kabelbinder ab von den Einspritzventilen. So, eine Halterung ist hier an der Seite. So sieht das Ganze dann einmal aus. Einmal so eine Brücke und da ist einmal so ein Torx, den man mit einem Zehner abschrauben kann. Und dann müssen wir jetzt nur noch die ganzen Leitungen hier vorne abmachen. Die Entlüftung. Einmal komplett raus. Das. So, der war, glaube ich, drücken und dann ab. Verkabelung. Jetzt muss die Verkabelung einmal ab. Und zwar mache ich die Klammern einmal nach unten hinweg, weil auf die drauf zu drücken, das bringt manchmal echt gar nichts mehr. Die kann man nachher ganz bequem wieder drauf machen. So, hier ist noch ein Kabelbinder. So, dann sollten wir eigentlich alles durch haben. Die Spritleitung, die wäre natürlich nicht schlecht, aber gucken wir mal, dass wir einfach mal erstmal das Ganze abbekommen. Ach, da sitzt noch eine Schraube. So, dann machen wir gleich die Spritleitung mal ab. Wie man sehen kann, ist hier eine Schraube abgerissen. So, ganz, ganz wichtig natürlich als allererstes die Zylinder hier zuzumachen, damit da kein Dreck reinfällt. Also hier kann man noch sehen, beziehungsweise das wurde alles hier noch nie abgeschraubt, das ist alles noch original, deswegen rein theoretisch könnte man hier den Spritschlauch auch neu machen, weil der schon sehr, sehr porös ist. So, ich mache den an der Ansaugbrücke ab, weil dann kann ich den hier zumachen. Einmal ein bisschen ablaufen. So, und hier kann man jetzt alles sehen, dass zum Beispiel die Schrauben, hier sind Schrauben, deswegen kriegt man die Ansaugbrücke nur ab, wenn man diese Schrauben abschraubt oder hier unten die Halterung. Da unten einmal die Halterung. Hier könnt ihr dann die Dichtungen sehen, die man neu mitmachen kann. Und quasi, wo die Anschraubpunkte sind, was sich dann quasi hinter der ganzen Geschichte verbirgt. Hier kam dann auch nochmal ein Schlauch dran. Der sieht auch sehr müde aus und der ist auch übrigens kaputt. Da. Das ist sehr wahrscheinlich Kurbelgehäusenentlüftung. So, hier hat sich natürlich über die Jahre sehr, sehr viel Mist angesammelt. Und hier einmal Kurbelgehäusenentlüftungsschlauch ist kaputt.
Da baumelt er unten rum. Das ist natürlich zugemacht. Das pusten wir nachher alles aus. Spritleitung einmal zumachen, verstecken. Und beim Auspusten den hier natürlich auch zumachen, damit da kein Dreck reinkommt. So, hier haben wir jetzt natürlich die Möglichkeit, wenn jetzt der Kopf oben abgerissen ist, das Ganze warm zu machen und in der Hoffnung, das Ganze einmal rauszubekommen. Wir müssen diese Kühlwasserleitung abbekommen, damit wir da an den Anlasser drankommen. So, wir pusten das Ganze hier jetzt einmal sauber, alles Mögliche einmal, damit wir das Gröbste schon mal alles weg haben. Ja, weiter geht es in dem Thema. Die Schraube habe ich jetzt auch rausgeholt. Das ist kein normales, also keine Standardschraube, die hier drin ist. Und zwar ist das ein Ding zwischen M10 und M8. So ein amerikanisches, weiß ich noch nicht genau, was für eine Schraube wir hier nachher finden. Deswegen passt auf, dass die Schrauben ihr eventuell vorrätig habt, weil das dauert, glaube ich, 2 Monate, bis die bei Mercedes ankommt. Das ist keine normale, handelsübliche Schraube. So, wir müssen das Teil hier komplett rausholen. Den Schlauch habe ich auch neu bestellt. Den werden wir neu machen, wie man sehen kann. Da ist einmal alles kaputt. Da ist alles kaputt. Haben wir neu organisiert. Werden wir auch versuchen, gleich mitzuwechseln, wenn wir von hier dran kommen. Aber diese Kunststoffleitung muss einmal komplett raus, damit wir an den Anlasser drankommen. Das bedeutet die ganzen Schellen ab, Wasser ablassen. Und dann schrauben wir das Ganze mal ab. Den Ölfilter können wir eigentlich auch abmachen. Habe ich auch schon vorgelöst. Ich habe mir auch jetzt extra diese Zange endlich geholt, um diese ganzen Schellen vernünftig abmachen zu können. Kauflink unten in der Videobeschreibung. So. Die sind bestimmt ziemlich festgebacken. Ne, doch nicht. So, wir müssen aber jetzt gucken, dass Kühlwasser nicht Öl reinkommt. Er kriegt sowieso einen Ölwechsel, aber dass hier kein Kühlwasser reinkommt. Muss nicht sein. Und in den Zylinder natürlich auch nicht. Das mal noch unten ablaufen. So. Läuft unten schon raus. Den. Da wird ganz, ganz viel Kühlwasser rauslaufen. Ja, jetzt läuft es da raus, ist klar. Warum läuft es jetzt da raus? Und jetzt den Kabelbinder einmal ab. Jetzt schrauben wir die Schelle einmal ab. So. Das Ganze ist dann festgeschraubt. Hier ist eine Torx-Schraube hinter dem Ölfilter, das könnt ihr jetzt nicht sehen. So sieht das Ganze dann einmal aus. Mit einem 8er Ringmaul-Ratschenschlüssel seitlich. Also abschrauben ist ja das eine, aber die nachher da ansetzen, das kann man dann wirklich vergessen. Abgeschraubt bekommt man die Schraube, aber dort nachher ansetzen, das ist vorbei. So, da habe ich sie. Aber festschrauben, ich glaube, wir werden es probieren, aber ohne Motor absenken wird das sehr, sehr kriminell. So, und jetzt das Ganze einmal rauswackeln.
So, die Leitung habe ich doch abbekommen, indem man den wirklich komplett bis nach ganz links macht und dann rauszieht. Hier sehen wir den Anlasser, hier sehen wir den Schlauch, der kaputt ist. Und hier können wir den Anlasser sehen. Und den versuchen wir gleich abzuschrauben. Die Leitungen können wir einmal nach oben machen. So, abschrauben ist natürlich jetzt auch nicht so einfach. Da ist nämlich die eine Schraube und gegenüber ist die andere. So, Batterie natürlich abklemmen, ganz, ganz wichtig, dass wir hier nicht ein Plus-Minus kommen, weil der Kopf ja nach dahin sitzt. Lass mal gucken, wo der... Ich probiere es mal, so mit einem T45 Torx. Die Schraube wird ja wahrscheinlich jetzt nicht das Problem sein. Das Problem wird die andere Schraube sein. Die kriegen wir locker ab. Ich lasse die aber noch angesetzt. Und jetzt müssen wir einmal auf der anderen Seite rumfummeln und hoffen, dass wir den irgendwie erwischen. So. Und solche Schrauben sitzen da drin. Die eine Sache ist es halt, alles abzuschrauben. Die andere Sache wird es jetzt sein, das Ganze zusammenzubauen. Ich glaube, das ist ein anderer Krampf. Ich hoffe, wir kriegen das alles hier rüber durch. Ansonsten Motor absenken. Die zweite Schraube. Natürlich noch die ganze Verkabelung. Ja, die Kabel gehen nach unten hin. Okay. So, dann ist es ein 13er. So, Plus ist ab. Jetzt das Steuerkabel. Das ist dann der 10er. Und dann können wir diese komplette Chose hier, das letzte Kabel ab ist, rausnehmen. So, und dann haben wir das Ganze einmal ausgebaut. Und wie gesagt, ich glaube, wenn es mal noch dazu kommt, dass ich so viel Langeweile haben werde, bei einer A-Klasse den Anlasser zu wechseln, werde ich bestimmt das nächste Mal unten versuchen, Motor einmal runter zu hängen. Und dann können wir mal gucken, was einfacher ist. Ich glaube, dass Motor absenken einfacher ist, als sich hier durchzuarbeiten und sämtliche Schrauben kaputt zu bekommen oder rund zu drehen oder, was hier noch alles passieren kann. Und wir haben jetzt ausgebaut. Jetzt muss man bedenken, diese Kabel, die da unten raushängen, die müssen da ja auch natürlich wieder dran. Das ist wieder was ganz anderes. So sieht das Ganze dann einmal aus. Zu empfehlen ist es natürlich immer, einen originalen Anlasser zu verbauen bei dem Modell. Wir probieren das jetzt aber mal aus mit dem Zubehöranlasser. Bevor ihr natürlich alles zusammengebaut habt, vorher ausprobieren, ob er dann auch wirklich startet oder dreht. Weil es gibt da so eine spezielle Anlassergeschichte, dass die Zubehöranlasser einfach nicht starten und man den Originalanlasser braucht. Fragt mich nicht, was da drin ist, warum, wie, wo, was. Es ist so. Schreibt es gerne in die Kommentare, wer mehr darüber weiß. So Leute, folgende Situation. Es ist jetzt wieder der alte Anlasser drin, weil wir haben den neuen Anlasser eingebaut, probiert den zu starten, er startet nicht, beziehungsweise er versucht. Und dann dachte ich mir, ja okay, vielleicht Masseproblem, Masse geguckt, alles okay. Dann geguckt, ob der Motor vielleicht fest sitzt, beziehungsweise der Generator fest sitzt. Passiert hier ja auch sehr gerne. Und an der Kurbelwelle gedreht, dreht sich alles. Und dann gemerkt, dass der alte Anlasser die Schwungscheibe kaputt gemacht hat. So, und dann hat der neue Anlasser natürlich das Problem, in die Schwungscheibe reinzukommen. Wenn das Ritzel kaputt ist, dann funktioniert das ja natürlich nicht.
So, das bedeutet, Motor muss raus, Getriebe muss raus, Schwungscheibe muss neu. Das werden wir nicht mehr machen, weil die Gegebenheiten dafür hier einfach nicht gegeben sind. Und ja, wir werden das jetzt alles wieder rückwärts zusammenbauen, damit wir dieses Video beenden können. Damit es hier einfach ein Tutorial gibt, wie man das Ganze aus- und einbauen kann. Ob das jetzt ein neuer Anlasser ist, gebrauchter oder der alte. Ja, damit ihr einfach mal auf dem aktuellen Stand seid, wenn ihr das machen möchtet, dass es auch so sein kann, dass der Anlasser die Schwungscheibe kaputt gemacht hat und es dazu führt, dass er nicht mehr starten kann oder schlecht startet oder ab und zu startet. Weil hier war auch das Problem, dass er ab und zu gestartet hat. Und deswegen, je nachdem, wahrscheinlich wie die Schwungscheibe steht, wie das Ritzel dann irgendwann da reinkommt. Ja, und deswegen macht es jetzt auch wenig Sinn, den neuen Anlasser da reinzumachen, wenn nachher eh komplett alles einmal raus muss. Deswegen baue ich das hier jetzt einfach noch einmal zu Ende zusammen, damit das einfach nur das Video beendet ist. Achso, dunkelt das Ganze hier einmal ab. Ja, wir blenden sowieso Bild ein und achtet auch darauf, dass diese Fläche hier ziemlich gut sauber ist, damit er halt gut Kontakt hat, weil der Anlasser, da kommt Strom drauf und über den Anlasser, über den Korpus gibt er halt Masse weiter oder hat Masse minus an dem Motorblock. Und wenn hier natürlich alles oxidiert, vergammelt ist, dann hat er auch schon mal die ein oder andere Schwierigkeit, vernünftig zu starten. So, das dazu. Und dann bauen wir das Ganze jetzt mal rückwärts wieder zusammen. So, bitte bedenkt, dass der Motor hinten abgesenkt ist. Sonst kann man es hier wirklich, glaube ich, vergessen, das Ganze zu wechseln ohne Probleme. Ist auch da. So. Das kommt auch hier wieder rein. Dann haben wir Kühlwasser auch erledigt. Kühlwasser hier mit einer 27er Nuss. So, natürlich auch die ganzen Lappen da rausholen, die im Zylinder drin waren. So, den Schlauch habe ich schon drauf gemacht und die Schelle. Das ist nämlich nicht so einfach, das da drauf zu machen. Muss man ein bisschen rumprobieren, rumfummeln. So, Kabelsatz richtig verlegen. Das dahin, das dahin, das dahin. Das kommt nachher da rein. So, dann setzen wir mal die Ansaugbrücke an.
Ja, also ihr könnt hier wirklich wenig zugucken. Aber wir haben es ja ausgebaut. Da habe ich das so gut wie möglich gezeigt. Und im Endeffekt ist es ja nichts anderes als wieder zurück zusammenbauen. So sieht das Ganze dann einmal von unten aus. Wenn ihr das Ganze absenken möchtet, die Möglichkeit habt, die 2 Auspuffschrauben abschrauben und dann jeweils 1, hier sind pro Seite quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 und vorne die 2 natürlich nicht komplett lösen und das Ganze hier, Getriebeheber hatte ich nachher auch ab, komplett weg. Das ist dann nicht runtergefallen und das funktioniert dann auch. So. Den hatte ich auch lose, damit das Kabel ein bisschen weiter nach vorne gehen kann vom Anlasser. Und die Schrauben werden mit einem E14 festgeschraubt, mit so einer langen Verlängerung hier einmal durch. Und die
sind hier dann auch nochmal so befestigt. So, alles erstmal ordentlich ansetzen und dann kann man das mit dem Schlagschrauber festmachen. So, Kühlwasser hatten wir. Und ja, also wir können jetzt nochmal versuchen zu starten. Ich habe die Schwungscheibe ein bisschen angefeilt, damit da ein bisschen, also ihr könnt an der Kurbelwelle drehen und mit einer Feile einmal ganz grob durchgehen. Und können wir mal gucken. Ja. Ja, die Batterie ist hier auch ziemlich schwach. Deswegen ganz, ganz wichtig. Ich würde extrem empfehlen, dass ihr wenigstens einen, wenn ihr diese Reparatur machen wollt, einen originalen Anlasser verbaut, weil, wie gesagt, auch schon öfters hatten wir die Probleme mit dem Zubehör, nicht nur jetzt Febi, sondern auch andere Marken. Entweder haben die zu wenig Power oder Ritzel passt irgendwas nicht, ich kann es nicht sagen, aber schon öfters hatten wir bei der A-Klasse Probleme. Deswegen dachte ich, probiere ich das nochmal aus, aber es ist, wie es ist. Und ja, also wenn ihr das macht, hier geht es jetzt auch nicht darum, warum er nicht startet, sondern hier ist ja eigentlich nur ein Video drum, Anlasser wechseln. Es wäre halt jetzt interessanter gewesen, wenn wir die Prüfung machen, warum er nicht startet, quasi Masse prüfen, Plusversorgung prüfen, Zündanlassschalter prüfen. Ich weiß nicht, ob ich das einblenden werde, wie wir das mit das Geräusch, ob wir das aufgenommen haben, wie er das, wo wir den Zubehöranlasser dran hatten und er einfach nur die ganze Zeit Klack macht. Und wenn ich den dann rausgeholt habe und auf Masse gelegt habe, dann hat er ganz normal gedreht. Also es hat schon was auf sich, dass die Schwungscheibe da so kaputt ist und der jetzige Anlasser, der hat wahrscheinlich schon die passende Form, um in die Ritzel da reinzufahren. Vielleicht, wenn es jetzt ein originaler Anlasser wäre, hätten wir mit der Schwungscheibe auch Probleme. Aber ihr könnt natürlich gerne alles unten in die Kommentare schreiben. Auch natürlich, was ihr für eine Marke verbaut habt, Erfahrungen zum Thema A-Klasse. Aber das wäre jetzt zum Beispiel ein Video, wie man etwas tauschen könnte, beziehungsweise sich dieses Video reinziehen kann, was man sich vorab alles besorgen sollte, könnte. Auf jeden Fall Brenner. Die Schrauben für die Ansaugbrücke, wenn die kaputt geht, 2 Monate Wartezeit bis zu einer Schraube. Ich habe die Schraube jetzt übrigens immer noch nicht drin, aber ich habe die seitlich halt gelassen, so dass man die nachher noch reinschrauben kann. Und also A-Klasse ist wirklich schwierig dran zu schrauben. Deswegen, ich hoffe, mit dem Video konnte ich dem einen oder anderen einen Einblick verschaffen, wie das Ganze aussieht, wenn man das Ganze wechseln möchte. Natürlich sollte man hier dann auch noch Ölwechsel machen, weil das System war auf. Und die Dichtungen von zum Beispiel dem Flansch kann man mit neu machen. Die Ansaugbrücke, Luftfilter ist hier neu gekommen, aber wenn ihr die Reparatur macht, zum Beispiel den Luftfilter mitmachen. Die Zündkerzen, man kommt ziemlich gut dann an die Zündspule dran, um die Zündkerzen gleich zu wechseln, dadurch, dass man so viel ausgebaut hat. Ja, ich hoffe, wir werden mal die Original-Ersatzteilnummer von dem Anlasser unten reinmachen. Zubehör würde ich jetzt ungern verlinken, obwohl einer der Originale, der drin ist, steht die Mercedes-Nummer und es ist von Valeo. Quasi Valeo ist der, wie sagt man das, der Erstausrüster gewesen in dem Baujahr. Deswegen, wenn ihr Zubehör reinmachen möchtet, dann versucht mal die von Valeo oder halt Original. So. Und ja, wir müssen jetzt mal gucken.
Ich denke mal, wir werden jetzt erstmal testen. Übrigens die Stellen natürlich auch sehr, sehr gut sauber machen, wo der Anlasser sitzt, dass er wirklich gut Masse hat. Und mir ist nachher aufgefallen, dass ein Massekontakt nicht gut war. Vielleicht liegt es auch noch daran. Ja, aber gucken, wenn er wieder Schwierigkeiten machen wird, dann werden wir euch mal da auf dem Laufenden halten. Aber die Schwungscheibe sieht wirklich nicht gut aus. Achtet darauf, dass das Ritzel bei euch und die Schwungscheibe in Ordnung ist. Ja, so sieht das Ganze aus. Und bis jetzt startet er. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Schreibt bitte alles zu dem Thema unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.